Heute machen wir einen kulinarischen Ausflug nach Frankreich und zwar in den Norden, in die Picardie. Hier gibt es als besondere lokale Spezialität gefüllte Pfannkuchen oder Ficelle Picarde. Und diese bereiten wir heute zu. Hallo und willkommen in meiner Küche. Dieses Gericht ist ein wunderbares Essen für kalte Tage, denn es wird im Backofen überbacken, sodass die Küche schön warm wird. Es kommt direkt vom Ofen auf den Tisch und wärmt nicht nur hungrige Mägen, sondern auch die Seele. Die Zubereitung von Pfannkuchen ist ganz einfach. Die Faustregel heißt einfach 1:1:1, also ein Teil Ei, ein Teil Milch, ein Teil Mehl. Man wiegt also das Ei so wie es ist und gibt genauso viel Milch ins Ei. Beide Zutaten werden zunächst verschlagen. Das ist wichtig, denn so lässt sich das Mehl, welches hinzugegeben wird, leichter einarbeiten. Um ein kräftiges Durchrühren kommt man aber nicht herum. Dazu kommt dann auch noch eine Prise Salz sowie eine Messerspitze Backpulver. Als nächstes wird eine Bechamelsoße zubereitet. Man zerlässt 25 Gramm Butter in einem Topf und lässt sie so lange brutzeln, bis sie leicht braun wird und nussig riecht. Dann gibt man 25 Gramm Mehl dazu und lässt es circa 2 bis 3 Minuten in der Butter schwitzen, bis es von der Konsistenz her an Sand erinnert. Dann werden 300 Gramm Milch dazugegeben. Es wird großzügig gesalzen und mit Muskatnuss gewürzt. Unter kräftigem Rühren wird alles zum Kochen gebracht. Man erhält eine schöne, sämige Soße, die nun zur Seite gestellt werden kann. Eine Zwiebel wird klein geschnitten, sowie die gesäuberten Champignons werden in nicht zu feine Scheiben geschnitten. In einer Pfanne wird etwas Butter ausgelassen, die Zwiebel wird vielleicht 1 Minute glasig angeschwitzt, dann kommen die Champignons dazu. Alles wird gesalzen und gepfeffert, sowie bei kräftiger mittlerer Hitze angebraten, sodass die Pilze im Idealfall etwas braun werden. Aber Wasser ziehen sollten sie nicht, sie können im Kern immer noch roh bleiben. Dann werden auch die Champignons zur Seite gestellt und wenn sie auskühlen, macht es nichts. Jetzt kann der Backofen auf 190 Grad vorgeheizt werden. Die Crepepfanne wird eingefettet, man gießt den Teig hinein und verteilt ihn mit einem Teigrechen. Sobald die Oberseite trocken ist, wird sie hauchdünn mit Butter eingepinselt, dann wird der Crepe gewendet und der nächste Pfannkuchen gebacken. Die Pfannkuchen werden auf einen Teller gegeben. Auf den Pfannkuchen werden nun je nach Größe 1 bis 2 Scheiben gekochter Schinken gegeben. Ich habe hier Schinken vom Metzger meines Vertrauens. Es ist kein Pressschinken und er wurde ohne chemische Bindemittel hergestellt. Deswegen zerfällt er leicht. Das ist ein gutes Zeichen. Vegetarier lassen den Schinken einfach weg und verwenden etwas mehr Gemüse. Der Schinken wird in die Mitte des Pfannkuchens gelegt und darauf werden die Champignons verteilt. Für meinen Geschmack hätten es ruhig ein paar mehr sein können. Nun wird der Pfannkuchen rechts und links zur Mitte hin umgeklappt, sodass sich im weitesten Sinne ein Rechteck bildet. Dieses wird von unten her aufgerollt bzw. auf 2-mal gefaltet, sodass sich die Füllung gut verpackt im Innern befindet. Diese Päckchen werden nun in eine Auflaufform gegeben. Ich habe hier eine kleine Form pro Person, man kann natürlich auch eine große verwenden. Bis hierhin kann man das Essen vorbereiten und zum Beispiel in den Kühlschrank stellen, bis es benötigt wird. Die Bechamelsoße wird nun nochmal aufgekocht, dann geht das Überbacken schneller. Man hat den Eindruck, dass das viel zu viel Soße ist. Und ja, es stimmt, es ist viel, aber die Soße trägt wesentlich zu dem Gelingen dieses Essens bei. Sie wird zu gleichen Teilen über die Pfannkuchenpäckchen gegossen.
In der Zeit, bis die Soße heiß wurde, habe ich einen Käse gerieben, den ich nun auf selbiger verteile. Nun wandern die Pfannkuchen in den bereits heißen Ofen, wo sie 10 bis 15 Minuten, je nach Ofen, überbacken, bis die Bechamelsoße an den Rändern anfängt zu blubbern. Sollte der Käse noch nicht gebräunt sein, schaltet man den Grill dazu. Aber Vorsicht, das Bräunen kann dann mitunter sehr schnell gehen. So braun sollte der Käse aber mindestens überbacken werden. Anschließend werden die Auflaufformen vorsichtig auf ein Holzbrett gestellt und es kann serviert werden. Dazu reicht man am besten einen grünen Salat und lässt es sich schmecken. Wie gesagt, das Essen ist sehr heiß und mit schön viel Soße. Es ist sehr gefällig, der gekochte Schinken passt gut zu den Pilzen und der Soße. Vielleicht probiert ihr dieses Essen ja einmal aus. Hier ist das Rezept: überbackene Pfannkuchen mit gekochtem Schinken, Pilzen und Soße für 2 Personen. Pfannkuchen: 65 Gramm Ei, 65 Gramm Milch, 65 Gramm Mehl, Salz, eventuell Backpulver. Füllung: eine Zwiebel, 150 Gramm Champignons oder mehr. Butter zum Anbraten, Salz, Pfeffer, 2 bis 4 Scheiben gekochter Schinken, je nach Größe. Bechamelsoße, 25 Gramm Butter, 25 Gramm Mehl, Salz, Muskatnuss, 300 Gramm Milch. Zum Überbacken ca. 100 Gramm Käse, Sorte nach Belieben. Dazu reicht man grünen Salat. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!